ist crazy. Das ist crazy. Ey, Leute, ich krieg sogar Goosebumps. Ich krieg einfach fucking Goosebumps, weil der Bruder am Rasieren ist. Wir schauen uns jetzt die neue Kollektion von Sanjiv an. Von Sanj, unserem Bro aus London. Ein Piece habe ich tatsächlich schon gesehen gehabt. Da habe ich ihm auch Feedback zugegeben in seiner Instagram-Story. Mein Insane hat mir sehr gut gefallen. Aber mal gucken, ob das ein oder andere Pursley-Piece mit dabei ist. Weil dann lasse ich mich natürlich da nicht lumpen und schlag da direkt zu. Let's go. Let's just jump straight into it. Key information, obviously. Release date on the 28th. 28. Freunde, also 2 Wochen noch circa. Schreibt euch das Datum in den Kalender auf, wichtig. That is the final Sunday of the month, 28th of February at 8 p.m. UK time. Whatever timing that is across various countries, cities, I'll leave them plastered on the screen right now, but 8 p.m. UK time on the 28th of February 2021. I mean 2021? Yeah, we're in 2021. Let's just go straight into it, mate. Item number 1 that is dropping, we have the return of a fan favorite, and that is... Ja, und das Piece habe ich schon gesehen. Der Cropped Sweater, den ich mir beim ersten Drop in Rot gezogen habe. Ich habe damit auch selbstverständlich ein Instagram-Bild mit hochgeladen. Also falls ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, aber ich bin mir fast sicher, dass jeder von euch das tut, könnt ihr das sehr gerne nachholen. Das ist dieser Sweater hier in Rot. Jetzt kommt der, in dieser grauen Farbe kommt es raus, mit vorne einem anderen Print. Gefällt mir sogar noch besser als der rote, bin ich ehrlich zu euch. Das ist ein Safe-Cop für mich. Wildes Ding. Is the cropped sweatshirt. The reversible cropped sweatshirt. Geil. I should say. An incredible piece. I mean, obviously I'm going to be... Chat, bitte, bitte. Wildes Ding. Extremely biased across all of these pieces that I'm going to be showcasing and talking Auch Print vorne, wirklich nice. to you guys today. But this is a silhouette that we released in our first drop. The piece is absolutely... Jetzt, ohne Witz, kleiner Fun-Fact an der Stelle. Für ADR hatten wir tatsächlich auch schon mal, heißt jetzt nicht nur, weil er es gemacht hat, oder stimmt es ja nicht identisch gleich, aber wir hatten auch schon mal so ein Cropped-Ding gesampelt, aber bis jetzt ist der tatsächlich noch nie rausgekommen. Und nein, er ist jetzt auch noch nicht geplant. Aber mal schauen. A dusty grey. I'm so gassed at how well this turned out. Now, this is obviously a colour that is a lot more accessible. A lot more people will gravitate towards it. So for that reason, and learning from our previous mistakes, we're actually making a lot more of them. So in the red crop sweatshirt, we only had 100 units. This guy, we have 150 units. Das Nice an dem Sweater ist, dass der doppelseitig ist. Also beidseitig tragbar, so ist es richtig. Das bedeutet, du kannst den halt auf links tragen, so wie jetzt hier gezeigt. Dann sieht man den Print vorne. Aber wenn du das Ding umdrehst, hast du einen cleanen, grauen Sweater, der dann aber immer noch den Schnitt hat, diesen speziellen cropped. Und das gefällt mir sehr gut. It does have an oversized fitting to it, so it's true to size in the sense that if you go for your true size, you'll have the intended cut of an oversized fitting, but also relatively cropped in the body. You can size down for a snugger fit. I wouldn't recommend to size up. That's the only thing I wouldn't recommend personally. Bro, so I was so excited to talk about the cut of the garment and the color and everything that I actually completely forgot to mention what it actually meant and what the design represents. So we have some billhook knives, which in our culture in Tamil we call arwal. And ich dachte die ganze Zeit, das sind so auf Löwenpfote reingerapscht. Aber das sind Macheten. Wisst ihr, wie ich meine? Ich dachte, das sind so, ja, so Art Schnittwunden von so einer, weiß ich, Tigerpfote. Aber jetzt fällt es mir auf. It actually says it's Tukura Arwala, which is a line for such a nod that's in reference to a lot of the Tamil cinema. These knives being such a big common theme across a lot of our movies. Also ich bin echt gespannt, was noch kommt, weil ich kenne legit nur dieses Piece. I think whenever it comes to reversible garments, guck mal, auch die Seite ist so clean. Have this in the back unless it's genuinely a Geisteskrankes Piece. purposeful. Und das sage ich jetzt wirklich nicht, weil das irgendwie ein Bro von uns ist, sondern mir gefällt das Ding wirklich sehr. So that is item numero uno. This guy retails at £140. 140 Pfund sind umgerechnet wie viel? Mich interessiert mal jetzt, ohne Witz, wie der Chat zu diesem Produkt steht. Ich meine, ich habe euch ja gerade gesagt, dass wir sowas Ähnliches schon mal für ADR geplant haben. Und findet ihr das Ding Hammer? So auf Marktforschungsinstitut angelehnt jetzt hier? Oder findet ihr das wack? 87% sagen, ja, das ist nice. Aber ich glaube dennoch, bei den 87% sind viele dabei, die das nicht anziehen würden. Die finden das zwar nice, aber würden sich das nicht holen. Glaube ich. Mal schauen.
Vielleicht muss man auch einfach mal testen. Very similar concept to the first piece. We have a reversible cropped hoodie. This time, however, we have Okay, gefällt mir auch gut. the print on the normal side. Let's talk about the cut. Der Cut gefällt mir unnormal gut. Die Farbe gefällt mir unnormal gut. Ja, der Print weiß ich nicht, ob ich so gemacht hätte. Ich glaube, ich hätte dieses Sandgif weggelassen, um ehrlich zu sein. Das Problem ist, und das habe ich ihm, glaube ich, auch privat schon mal gesagt. Er hat sich dafür entschieden, seinen eigenen Namen, er heißt Sandgif, er hat sich dafür entschieden, seine Brand so zu nennen. Sein YouTube-Kanal heißt aber auch so. Und dann kriegt man schnell dieses, ich will nicht sagen, diesen Merch-Eindruck. Du beschäftigst dich nicht damit. Siehst, okay, wie heißt der YouTube-Name? Und da steht Sandwich drauf, sondern zählst du halt für dich 1 plus 1 zusammen. Weswegen ich wahrscheinlich, sage ich euch ehrlich, das anders gelöst hätte. Aber das Ding an sich ist zu wild. Then we have an exaggerated drop shoulder, which kind of creates this amazing bubble shape, which I'm very much fond of. Also mir gefällt auch, dass der Print so ein bisschen länger geht. Also quasi schon auf dem Ärmel drüber. We have the, I don't know what you call them, like ripped hood detailing. Something that I love to see in hoodies personally. Like I've told you guys before, I love wide neck openings because I find this area on both guys and girls to be extremely flattering. And any chance that I have to display that, then I'm gonna do so, especially with jewelry and all that other jazz. Wieso macht er immer diese Washed-Optik? Bro, ist doch legitim. Ich finde, das passt da sehr gut hin, um ehrlich zu sein. Here, it will basically fade and grow with you and add character to the piece. Guck mal, auch hier nice, dass man den auch wieder umdrehen kann. Ja, wichtig. Baba. Which is something that I say a ton. It's reversible, so once again, you can... So fühle ich den des Grauens. So fühle ich den, oh mein Gott, Hammer. And showcase it on the other side as demonstrated by my brother. Obviously on the reversible side, however, you won't be able to access the front kangaroo pocket. We didn't want to add too much bulk to that specific section if you were to add a pocket on both ends. It features the exact same brand labeling on the back, which can be removed. Once again, we didn't include any care tags, at least not directly attached to the garment, but rather it will come to you in a swing tag, and you may wish to keep it, you may wish to toss it. That is entirely up to you. Retail price for this guy right here will be 160 quid. Das darf man auch nicht vergessen. Seine Retailpreise sind natürlich auch höher angesetzt als zum Beispiel jetzt bei mir ADR. Klar hat man dann mehr Möglichkeiten, seine Pieces individueller, krasser zu gestalten. Ja, weil du halt auch einfach von den Leuten mehr Geld an die Hand kriegst. Aber, ja, schreibt euch das hinter die Ohren. Augen offen halten, was da noch so kommt. The scarf, which, to finally have your own... Crazy. Feier ich. Nice, nice. Flowy scarf is insane, Babushka-Vibes hier an der Stelle. man. As you guys know, I'm a big advocate for these flowy scarves that I normally find in vintage bins. Auch letztes Mal, als wir in München waren, haben wir diese, ja auch diese Schals, diese dünnen Schale. Ich glaube, beides geht, Schals und Schale kann man sagen. Naja, ist auch egal. Haben wir von, ich glaube, so auf Hermes, oder das waren tatsächlich Hermes, ja, Schale letztendlich. Und ey, ich war kurz davor, mir einzuschnappen. Aber der wird sich gegrabt. Belts, as bandanas, as just whatever you want. This Die in Pursley Design, wild. one in particular says, "Greetings from Sanjeev" in this beautiful print, sticking with the theme of the greetings from, which was obviously inspired by these old vintage American postcards. We took that and ran with it. I absolutely love the print. It's got a vintage faded look to it. These incredible colors, the border. Ist auch groß, das Ding. Ist immer wichtig bei den Mopeds, dass die groß sind. Nicht zu klein, dann hast du Probleme, die als Schal irgendwo umzubinden. Keine Ahnung, wisst ihr, wie ich meine? Wie er sagte, dann benutze das als Gürtel, machst du dir das irgendwie unter eine Cappy, whatever. Da gibt es zig Möglichkeiten, die Dinger zu verwenden. Da bin ich halt eher ein Fan von, ja, größere zu haben, als, ja, ich hab doch hier diese Bandanas mit dem Pursley-Design. Die sind ultra klein. Da kannst du kaum was mit machen. Klar, die sind cool für den einen oder anderen Zweck, aber manchmal will man auch einen größeren haben. Das war nicht doppeldeutig gemeint. Through the belt loops as a belt, as a nice little accessory that just gives me a pop of color as demonstrated on the on-body. Ja, auch so aus der Hose rausguckend, hinten, seitlich, aber. And I also tried to wrap this around the bag straps of my little bags, like my Bottega Veneta, for example, and it looks absolutely awesome. If you wish to cop this, 28th of February, 8 p.m. London time, £40, and we're doing like a 40 Pounds? Etwas geschenkt, her mit dem Rotz. promotional Was? offer where if you purchase 2 things from Drop 2, you'll be given a free scarf in your order. My very own pair of jeans, pair of denim,
so hyped. You guys have seen these. You guys were asking me a ton of questions about them, and I'm so glad to finally be able to. Ah, okay, das war die schwarze, die wir gerade schon in dem Fit-Pick gesehen haben mit dem Schal. Schwarze Schlaghose, wo vorne so ein Embroidery am Start ist. Bin ich mal gespannt. To share some more information regarding them. We have the black knee embroidered flare. Ah, sogar auf beiden Knien, okay. Jeans now. Finde ich nice. Ihr kennt mein Bild mit der weißen Schlaghose, was nicht so gut angekommen ist letztes Mal, aber das vergessen wir an der Stelle. Worn these a fair amount, which is a good way to obviously test the garment, make sure that everything fits really nicely. Ich bin ehrlich zu euch, ich hatte gehofft, dass nochmal so ein bisschen was in diese Reworked-Schiene kommt, wie beim ersten Drop. Aber wir sind ja noch nicht am Ende angekommen, erstens. Und zweitens kann ich ja natürlich auch verstehen, dass man sich als Brand ja breiter aufstellen möchte. We have a red vegan leather patch, half a star on the back. We wanted to add a patch and we wanted it to be special. So red for that extra pop of color. On the back, 2 square pockets, I should say. They don't have the regular sort of pointy finish, especially in the middle. These are entirely, well, I say square, they're more of a rectangle. And the most striking design feature on these, besides the cut itself, is this embroidery that can be found on the knee. Boys, the embroidery, it's so clean. And then last but certainly not the least, the flared finish. Big fan of the flares. I think they look sick. I'm not here to say that we're the first person to bring out flared jeans, but I'm confident in the fact that these are absolutely beautiful and they fit. Oh, so. Ah, und Future Pad hat predicted, ne? An der Stelle nochmal wichtig, schreibt euch das nochmal auf. Schlaghosen, meine Freunde. Wichtig. And then last but certainly not least, letztes Piece. One that I am insanely gassed about, but also kind of nervous. Those are the super high-waisted, folded. What was the actual name that we gave them? Folded waistband wool trousers. Whew! So good. First of all, insanely beautiful color. Bro, wow. Vielleicht ist der ein oder andere jetzt hier im Chat, der das nicht appreciaten kann, aber das ist crazy. Das ist crazy. Ey Leute, ich krieg sogar Goosebumps. Ich krieg einfach fucking Goosebumps, weil der Bruder am Rasieren ist. Hört auf mit ihm zu spielen. Das ist insane. Das ist nice. Klar, ist nicht jedermanns Sache, aber wow, wow. And clearly you can see that I have something for these tones. We've got a wool blend, which allows it to be a lot more structured. Dafür, to be honest, muss man schon into Fashion sein. Also ich glaube, jeder, der sich vielleicht mal von irgendeiner anderen Brand eine Trackpants gekauft hat, so lange gerockt hat, bis die von der Farbe beige zu braun gewechselt ist, wird da wahrscheinlich nichts mit anfangen können. Sag ich euch ehrlich. Aber das ist schon wild. Easily, and you know, some people may have some skin sensitive issues if it was 100% wool, so we decided to go for a wool blend. It is half viscose. Kommentar: So ein Piece traut sich von deutschen YouTuber-Brands keiner. Zu wild. Gib ich dir recht, aber das würde sich, to be honest, auch nicht verkaufen. Man darf auch nicht vergessen, Sage hat eine ganz andere Audience als ich zum Beispiel. Klar gibt es da Überschneidungen, safe. Er zielt ja auch allein vom Preis und so eine ganz andere Zielgruppe ab als, jetzt weiß ich nicht, deutsche Brands im Allgemeinen oder jetzt auch meinetwegen auf mich bezogen mit ADR. The cut itself is extremely wide and it can be worn in a multitude of, well, I say multitude. There's 2 ways. There's only 2. Why did I make it sound like there was about 1,000 ways to wear them? There's 2 ways to wear them. If you're feeling bold, if you're feeling #fashion spelt with a UN as opposed to ION, then you would leave these flaps high, you would chuck a belt or you can use the scarf. Fühlt ihr den Vibe, wenn ich sage, dass das ein bisschen was von einer Y-Project Jeans hat? Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr Y-Project? Also, wie gesagt, ne? Ich mache das bei jedem. Warum sollte ich es dann auch, ja, jetzt an der Stelle nicht machen? Ja, hier sieht man es so ein bisschen klein, mit so diesem, ja, mit dieser Überlappung letztendlich. Geiles Ding. On the on body, leave them high, embrace it, love it, just rock it. Würdest du die tragen? Safe will ich die tragen. Safe werde ich mir die grabben. Oh mein Gott, ich werde die so rocken mit meinen Wyatts. If you want a more subtle look, as also demonstrated on my brother, but I'll also be sure to leave a fit pic that I wore on IG, where the flap is actually... So, und dann mit einem Rollkragen. Kennt doch diese typischen Rollkragen, so diese ein bisschen, nicht diese
dicken Rollkrägen, sondern so diese normalen. Ihr wisst, welche ich meine. One pocket in the back. The beautiful thing is the pockets can be accessed even when the top flap is folded. Okay, Freunde, wir haben alle Pieces gesehen. Wir haben eine bunte Mischung mit dabei. Wir haben, glaube ich, Pieces am Start, wie zum Beispiel der Hoodie. Der ist so für dann mehr so breite Masse als jetzt zum Beispiel die letzte Pants, die wir gesehen haben, weil das ist schon sehr so nischenmäßig. Mein Favorite Piece, safe die letzte Hose und der Cropped Sweater. Die beiden Sachen stechen für mich heraus. Ich finde den Hoodie auch sehr nice. Ich finde den Schal auch nice. Die Schlaghose ist auch cool, aber ist halt letztendlich eine schwarze Jeans. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen sticht die für mich jetzt nicht so heraus, wie zum Beispiel die letzte Hose, weil die war vom Cut insane, die hatte eine schöne Farbe und alles in allem ist das eine absolut stabile Kollektion. Ey, wow, 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 crazy. Ohne Witz, ich freue mich so sehr für ihn, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Aber schreibt es euch auf, 28. Februar, ich glaube es war 9 p.m., ist der Drop. Ja, falls für euch was dabei ist, dann supportet den Bruder gerne. Keine Angst, ich kriege dafür kein Geld, ich kriege dafür gar nichts. Aber für mich eine sehr, sehr starke Kollektion. Der erste war schon gut. Ich hätte mich drüber gefreut, wäre vielleicht nochmal irgendwie eine Rework-Pants dabei, wie wir es im ersten Drop gesehen haben. Aber ansonsten, hands down, crazy, crazy.